She was in love with a boy, in love with a girl, so in love with the world, so beautiful. She was in love with the night, the way the sun shines. All she needed was love to have to hold, and nobody could make her feel down. She was always my Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny dekoriert. Und Der Kameramann Micha dabei beim schönen Wetter. genau, schön im Garten. Und da haben wir nämlich gesagt, da holen wir doch die alte Suppenschüssel raus, wo der Deckel eh kaputt ist. Und den alten Kranz, den haben wir ja auch noch, schön natürlich. Und die Heide ist hier vor der Tür, hier in der Nordheide. Und wenn ihr wissen wollt, wie diese kurze, knappe Deko-Idee funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Und hier fangen wir nämlich an. Da ist unsere Basis und die finde ich total klasse. Das ist eine richtig schöne alte Suppenschüssel und da habe ich leider keinen Deckel mehr. Und genau, wir haben da schon mal eine Deko mitgemacht. Hier oben in der Infobox könnt ihr mal gucken. Und hier vorne habe ich nochmal so einen ganz alten natürlichen Kranz. Sieht man auch, der war die ganze Zeit draußen mit eindekoriert auf dem Stuhl. Den werde ich heute mit eindekorieren. Dann haben wir hier nochmal die Heide. Einmal diese typische Violette, finde ich immer perfekt. Und hier hinten, die finde ich richtig schön. Das ist auch so eine winterharte Knospenheide. Die hat weiße Blüten. Dann habe ich hier einmal den Stacheldraht. Habe ich gedacht, die nehme ich mal mit. Dann natürlich wieder ein bisschen Moos. Und hier hinten unser Mühlenbeck hier. Das ist relativ groß, aber ich hoffe, wir können das heute mit eindekorieren. Dann habe ich hier noch mal eine Heißklebe und 2 weiße Kürbisse hatte ich. Dann habe ich diese Art Schaschlik, das sind Schaschlikspieße und ein paar Bänder. Da weiß ich noch nicht, dieses Band fand ich ganz gut für die Heide, damit ein bisschen Farbe mit reinkommt. Dann habe ich noch mal so einen Wickeldraht und auch so einen Schmuckwickeldraht in Silber habe ich eben gefunden. Einen Seitenschneider, denn hier diese Schmuckzange, sage ich einfach mal, Schere. Und das war's. Ein bisschen Erde und es geht los. Ich gehe mal eben nach unten, weil das Mühlenbeck ja, das ist so im Topf und ich würde mir das jetzt hier ganz vorsichtig, man sieht das auch hier, eigentlich sitzt es hier vorne, es ist nur relativ lang hier und ich möchte mir das jetzt hier ein bisschen von der Erde befreien. Ich habe mir das in 3 Stränge, konnte ich mir das aufteilen. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen Erde wegnehmen und ja, ihr wisst ja, das ist winterhart, super robust, ein toller Bodendecker. Und der Rest, der kommt jetzt auch gleich vorne bei uns in den Vorgarten. Aber ich werde jetzt hier, wie gesagt, nochmal das Wurzelwerk ein bisschen aufbrechen, ein bisschen alte Erde entfernen. Und dann werde ich es hier bei mir in die Suppenschüssel in Position stellen. Und ich glaube, so ein bisschen seitlich passt das ganz gut, weil ich werde jetzt einmal hier den Naturkranz nehmen. Der soll nämlich nachher hier hinten reingestellt werden und ich möchte gerne ein bisschen, dass das Mühlenbeck ja hier so ein bisschen hoch geht. Und nehme ich die frische Erde und werde hier jetzt ein bisschen Erde reinmachen, dass das überall aufgefüllt ist. So, genug Erde ist drauf und dann komme ich mit dem Moos und werde hier vorne schon mal die Erde mit bedecken. Nun habe ich den Naturkranz und ich werde jetzt hier so einen Schaschlikspieß einfach so ein bisschen hier reinstecken. Hier hat das ganz gute Stabilität. Ich werde sogar, glaube ich, 2 nehmen. Und falls ihr das Gefühl habt, dass es nicht richtig hält, und das werde ich jetzt auch trotz alledem nochmal tun, um euch das zu zeigen. Hier kommt nochmal das andere Stäbchen rein. So, und dann könnt ihr nochmal... Eigentlich müsste es halten, aber ich werde jetzt hier nochmal von unten mit der Heißklebe kommen und das fixieren. Dann schneide ich mir die Stäbchen ein bisschen ab, lasse es trocknen. Ich denke, dass das so reicht. Das vorher war natürlich zu lang. Das Täubchen, das flattert über uns, ne Micha? Ja. Richtig schön. Jetzt geht sie gerade in ihr Nest rein. Trotz alledem, wir machen jetzt hier unser
unseren Kranz in Position und es hält perfekt. Jetzt könnt ihr hier das Mühlenbäckchen nehmen, so ein bisschen gucken, wie möchte ich das hier rumgeschlungen haben. Ich finde das so eigentlich ganz schön und habe mir jetzt hier diesen ganz normalen Bindedraht mir ein Stück abgemacht und werde das jetzt ganz vorsichtig mit dem Draht fixieren. Gehe da ganz locker einmal drumherum. Ich bin zweimal rumgegangen, das reicht vollkommen. Und so hat das Mühlenbeck ja schon ist das richtig super in Position. Ich finde das ganz gut, wenn das so ein bisschen wilder ist. Und jetzt schneide ich mir hier den Draht ab, schön vorsichtig und drücke mir den Rest jetzt hier einmal mit rein. Und hier haben wir jetzt schon mal das Mühlenbeck hier. Das mache ich jetzt hier auf der anderen Seite auch. Da ist es ein bisschen einfacher, weil hier ist jetzt nicht ganz so viel. Hier war ein bisschen mehr am Strunk dran, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ganz locker und natürlich, guck mal, wir zeigen euch das mal. Ne? Ja. Hier konnte ich jetzt noch ein bisschen hier reingehen, fand ich ganz niedlich, aber im Grunde möchte ich schon noch einen ganz guten offenen Kreis haben. Und ich nehme jetzt hier nochmal das restliche Moos, mache mir das hier so an die Seiten rein. Man kann es natürlich auch noch ein bisschen auffüllen, wenn man hier vorne keinen Übergang haben möchte. Aber wie gesagt, das kann jetzt jeder so nach dem eigenen Empfinden schön eindekorieren. Die kleinen Kürbisse, die würde ich nämlich gerne hier einfach nur so mit rein dekorieren. Finde ich ganz niedlich. Aber auch hier hat eine Abonnentin, und da hat sie recht, es ist immer wunderschön und sehr, sehr niedlich, wenn man so kleine Krönchen hat. Und sie hat gesagt, sie macht das auch immer auf die Kürbisse. Und ich werde jetzt hier meine Heide nehmen, die nachher auch wieder eingepflanzt wird. Mache mir jetzt oder schneide mir hier ein paar Spitzen ab. Und das mache ich jetzt ganz simpel. Ich werde hier meinen Schmuckbindedraht, ich habe jetzt den silbernen genommen, hier unten fixieren und gehe jetzt hier, lege mir den nächsten an. Es kommt natürlich drauf an, ob man das ein bisschen dicker will, dann kann man das nämlich doppelt legen. Oder man kann es auch so hintereinander legen, dann hat man ein ganz dünnes Kränzchen, aber ich versuche das jetzt ein bisschen übereinander zu legen. Den anderen auch wieder hier nochmal so ran, schwuppdiwupp. Ich habe jetzt hier so ein Stückchen, dann gucke ich einfach mal, ich lege mir das hier schon mal so daran und ich denke, ein ganz kleines Stück mache ich da noch ran. Wenn euch zu viele Spitzen rausspringen, könnt ihr gerne nochmal mit dem Draht einmal hier nochmal zurückgehen. Aber ich finde das ganz niedlich eigentlich, wenn sie rausspringen. So, ich bin jetzt aber einmal nochmal zurückgegangen und werde mir jetzt hier Ende und Anfang, schneide mir jetzt hier vorher den Draht ab und verzwirbel mir jetzt hier den Draht am Ende. Ich musste mir tatsächlich eben ein bisschen kürzen und mache jetzt hier nur ein ganz bisschen Heißkleber ran und fixiere mir das hier oben. Guck mal, so eine kleine Heidekrone für die Heidekönigin hier. Genau, und fixiere mir das jetzt hier auf den Kürbis. Jetzt mache ich noch einen zweiten und ich glaube, ich würde sogar dazu tendieren, wollen wir weiß oder nochmal in Violett. Gut, Micha möchte gerne weiß, dann nehmen wir gerne weiß und mache das jetzt wie eben gerade auch bei dem anderen Kränzchen. Verzwirbeln mir hier den Draht und mache mir hier jetzt eben nochmal einen Kranz. Die ist tatsächlich ein bisschen anders zu binden. Die ist gar nicht so griffig. Das ist witzig. Also sie ist wirklich, guck mal, und jetzt gucke ich vorab nochmal eben von der Größe und gehe jetzt aber nochmal wie eben auch nochmal wieder zurück. Und ich finde das auch ganz niedlich, wenn man dieses leichte silberne nochmal so ein bisschen sehen kann und da rausblitzt, und werde jetzt am Ende und den Anfang wieder miteinander verbinden. Das kleine weiße Kränzchen, auch nochmal ein bisschen Kleber und auch wieder hier, zack, einmal hier oben rauf.
Was ich ganz niedlich finden würde, ist vielleicht auch ein tolles Geschenk zur Hochzeit, weil das erinnert mich ein bisschen jetzt an Eheringe. Wenn man die nämlich miteinander oder übereinander ein bisschen verdrahtet nochmal und hier in der Mitte des Kreises verbindet oder auch gerne schräg, finde ich das eigentlich eine ganz tolle, ein tolles floristisches Geschenk. Also es erinnert mich ein bisschen daran. Und ich werde aber jetzt auf alle Fälle, ich nehme jetzt den dicken Wickeldraht. Ich mache mir jetzt so ein bisschen was ab und ich möchte mir, ich denke, ich werde ihn doppelt einmal legen. Ich zeige das nochmal eben. Ich habe ihn jetzt hier einmal doppelt gelegt und werde hier unten jetzt die Enden miteinander verzwirbeln. Schön eindrehen, nicht pieksen. Hier nochmal ein bisschen ab. Also ich mache es ja immer gerne mit der Hand. Man kann jetzt aber natürlich hier auch mit der Zange das noch ein bisschen verdrehen. Habt ihr hier unten schon mal die Spitze und jetzt könnt ihr euch ein kleines Herzchen mit der Hand formen. Ich habe jetzt ganz grob motorisch mir das Herzchen geformt, weil das finde ich jetzt wirklich ganz niedlich, wenn wir das hier einmal so vorne ran machen. Und ich glaube, ich werde im Wechsel die violette und weiße Heide hier jetzt einmal unser Herzchen mitmachen. Wenn ihr das anhängen möchtet, ist es natürlich ganz gut, wenn ihr vorneweg schon mal hier das Band reinmacht und schon mal ja einmal so mit so einer Schlinge schon mal das Band vorarbeitet und fixiert. Dann einmal schön die Heide rum oder was ihr auch habt, dann sieht es natürlich schöner aus. Ich möchte es aber nachher anders fixieren und brauche kein Band. Und ja, schneide mir jetzt mal eben die Spitzen in Form. Hier in der Mitte einmal mit dem Schmuckdraht rein, verzwirbel mir das und komme jetzt hier, ich nehme jetzt hier mal 2 Heidestränge und gehe jetzt mit dem Draht darum. Ganz normal wie beim Binden auch. Und jetzt hier um den einen Höcker. Von der weißen Heide habe ich mir jetzt 3 Spitzen genommen, weil die ist wirklich ein bisschen dünner und ja, hat einen anderen Griff. Und da gehe ich jetzt auch noch mal rum. Und das mache ich jetzt einmal so im Wechsel bis unten hin. Ich finde das total klasse, diesen Übergang, wenn man so ein bisschen weiß und dann wieder in das Violette. Und hier, was ich mit der weißen Heide jetzt gemacht habe, das geht jetzt wirklich super. Ich lege mir die, ich habe ja da immer einen Strang mehr genommen, hier einmal, zweimal, dreimal so rum und dann wickel ich mir den Schmuckdraht darüber. Und das geht jetzt auch wirklich perfekt. Den Strang habe ich jetzt zu Ende gemacht. Der Draht geht nur bis hier und ich habe den tatsächlich bis nach unten hin gewickelt. Dann könnt ihr hier nämlich das Dicke noch mal einmal abschneiden und werde jetzt hier unten praktisch, gehe ich nach oben wieder hinweg, nehme jetzt den weißen und wickel mir den jetzt hier oben wieder zurück. Dünnen Spitzen habe ich jetzt hier unten und werde jetzt den Rest hier, eben gucken, dass einer rausgerutscht, der ist ein bisschen kürzer, aber den Rest wickle ich mir jetzt hier auch wieder rum und gehe jetzt mit meinem Draht hier auch wieder zurück. Guck mal. Ja, Also gefällt schön. uns gut, Ja, ne? ja. Das machen wir jetzt auch öfter. Da sind ja noch ein paar Herbstdeko-Geschichten. Dann können wir uns richtig schön mit der Heide austoben. Und ich finde das so schön. Ich werde es nicht ankleben. Heide ist auch mal perfekt, weil sie richtig schön eintrocknet. Und ich nehme jetzt 2 Stücken Draht. Fixiere mir das hier oben. Drehe das ein paar Mal um. Jetzt gucken wir mal, oder reicht das vielleicht sogar schon mit einem? Ist das so in Position oder vielleicht doch so ein bisschen? Nee, ich fixiere mir das hier nochmal. Ich habe hier noch einen Rest Draht. Den stecke ich hier auch noch mal eben durch. Und Herzchen ist dran. Und ich glaube, das reicht so, oder Micha? Das was reicht, meinst du? das reicht. Lang, ne? Ja. Das, was ich jetzt ganz cool finden würde, man könnte natürlich jetzt noch eine Lichterkette machen und hast du nicht gesehen. Das kommt auch. Aber ich finde so ein elektrisches LED-Licht, das haben wir noch. Das werde ich hier einfach reinstellen und dann abends anmachen, weil das wird bei uns auf die Terrasse gestellt. Und wenn wir dann abends hier nochmal sitzen, haben wir es nochmal so ein bisschen gemütlich. Und die Sophie möchte gerne jetzt raus. Und ihr Lieben, das ist unser Thema. Genau, sie wartet schon. Sie möchte gerne Frisbee spielen. Und guck mal hier. Das war heute unser Thema. Gefüllte Suppenschüssel.
Und das mit ganz viel herzlicher Deko. Und natürlich. Ihr Lieben, und wenn euch das heute inspiriert hat, würden wir uns sehr über einen Daumen hoch, kostenloses Abo, aktiviert die Glocke, darüber freuen wir uns immer. Ein Kommentar finden wir total klasse, Deko-Wünsche sind schon gekommen, können noch mehr kommen und wir versuchen wirklich für euch ein paar Inspirationen zu geben. Ihr Lieben, wir freuen uns auf die Tage mit euch wieder mit und für euch zu dekorieren. Eure Conny und Euer Micha, der Kameramann. genau, bis dann. Tschüss. Tschüss. Falling from it to it, and everybody wondered around, will she ever know the feeling of tears? All she said to them was live your life just like you're young again. No, don't you cry, just get back up again, 'cause